Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen back on the track. Alex lacht über mein Englisch, das ist hinter der Kamera. So, es geht weiter mit einer informativen Reaction. Heute auf dem Servierteller Roman Fritz, mein Nachbar. Roman, wenn du das siehst, du schuldest mir noch einen Podcast. Denk dran. Und zwar persönlich hier live im Komplex. Ich bin nur 30 Minuten von dir entfernt. Du musst hierhin. It is what it is. So, Roman hat eine Video-Series-Reihe veröffentlicht. Ich bin gespannt. Wir werden auf den Stoff-Part eingehen. Es ist Trend geworden, dass jeder über Stoff redet. Ich habe es schon bei der Mic-Reaction gesagt. Es ist Trend geworden, Rogo. It is Trend geworden in dem Ausmaß. So, wir gucken mal, was der gute Roman hier so zaubert. Einen Moment, ich gucke mal, ob das Ganze hier funktioniert. Gucken wir mal. We all know I'm natural. I don't condone any drug use. But Schlau, Roman ist natural, nichts. Wir reden über eine Person und die Person ist anscheinend Onram. Ne? Ist jetzt nicht Roman rückwärts, aber es ist Onram. Onram ist 25 Jahre, 1,80, 118 Kilo, Profi-Bodybuilder, 10 Jahre Training, ziehen 130 Kilo mit wenig Körperfettanteil. Das Video ist auf Englisch, aber da ich mein Englisch ist top of the notch. Of course, man. My English is very well. What do you think? You sit there like a fucking balloon, full blown, steroids. Your brain look like a fucking balloon. Ne? So. Ich weiß nicht, ob Ballon heißt. And I also don't recommend you to use drugs. So don't do drugs. It's dangerous. Stay natural. We're going to talk about a friend of mine. His name is Onram. Ey, Roman, ne? Der ist echt zu viel für mich. Der ist so geil. Hammer-Typ. He's also a pro bodybuilder, and he has been kind enough to share his approach to gear and nutrition with me, so I can give that information to you on his behalf. And he wants to stay anonymous. That's why he's wearing the mask. Er bringt das aber echt gut rüber, ne? Es ist ja der Wahnsinn. The red hair might indicate that he's from Great Britain, right? So there's a lot of gingers over there. He's 25 years old. He's 5'11" tall, or 180 centimeters. His weight is 260 or 118 kilos. Like I said, also a pro bodybuilder. Has been training for 10 years now. His goal in this off season, in this growth phase, is 130 kilos, so a 12 kilo gain. Obviously with minimal body fat accumulation while doing that. And no, that's basically it. Another thing, he's very lean. He just comes off a diet. So that's very important. One more thing, he just got his blood work done. His labs are perfect. Also wir reden natürlich von Roman, also nicht von Roman. Blutbild ist top, sehr, sehr trocken und Blutbild passt, das heißt Vollgas für Material. Hier links ist sein Pre-Intra-Drink-Training. So, ich habe ja damals, als ich zweimal am Tag trainiert habe, habe ich das ja auch mit ihm besprochen. Ich habe das genauso wie er gemacht. Ich habe morgens gefrühstückt, Pre-Intra-Drink, dann trainiert, dann Mahlzeit 2, 3, dann wieder Intra-Drink-Training, dann 5, 6. Genau das, genau 1:1 das. 1:1. Almost too good to be true. Muss man aber gucken, also es gibt Leute, die da durchbrennen. Ne? Er ist das über Jahre gewöhnt, er braucht es. Er braucht das einfach. Das hat aber auch mir damals ermöglicht, so viel Kohlenhydrate zu essen. Ich hatte so 1300, 1400 Gramm Carbs bei zweimal Training. Guck mal, du musst ja alleine Intra-Shake vorher machen, also Pre-Workout-Shake, Post-Workout-Shake. Das sind alleine waren schon so 600, 700 Gramm Carbs immer.
wenn du noch Insulin ballerst, also mit Novorapid arbeitest, kurzkettiges Insulin, also Fast-Acting, da musst du dementsprechend auch die Kohlenhydrate dazu nehmen, dass du nicht unterzuckerst. Ne? Und er macht hier dasselbe. His creatinine is 0.7, his GFR is 150, his hemoglobin A1, his hemoglobin A1C level is tremendous. Morning blood sugar, he wakes up at about a 67. Brutal, ne? So viele Wettkämpfe, so viel gemacht und Blutbild ist top of the notch. Da sieht man, dass auch Gesundheitsprodukte. Es ist halt körperlich, es ist individuell. Der eine kratzt von der 250er Testo ab, der andere ist Profi-Bodybuilder, macht 6, 7 Wettkämpfe und alles Blutbild ist alles top. So, perfect conditions for a good, productive off-season. Over here is his daily training regimen and meal plan lined out for you. And according to this, he has set up his gear intake. He's very heavy, he trains hard, he trains a lot, like me, twice a day. Sometimes we train together actually, he's a very good friend of mine. And we talk on a daily. Jetzt habe ich auch diese Fragerunden bei Ihnen verstanden. In den Fragerunden schreiben die Leute, wie geht es heute Onram? Oder und was würde Onram machen, wenn er so wäre? Und er antwortet, Onram macht so. Und ich so die ganze Zeit, wer ist Onram? Ich so, wer ist dieser Onram? Start his course. He likes to say course because it has a destination. He doesn't call it cycle because he's not going in a circle and going back to the start. He's going somewhere, so it's called a course. Cheers to Broderick Chavez out there. His daily injection protocol right now are only 2 drugs, 2 steroids he's using. 2 Komponenten nur. Täglich, let's go. Why? Because those are his favorite. He gets the least Warum? Das sind seine unwanted Favoriten. effects from them, and he gets the most benefit towards anabolism and a little bit of androgen activity. But Also ganz einfach, Omran arbeitet mit 2 Komponenten in der Offseason. Onram ist ein sehr erfahrener Athlet, der weiß, was er tut, der hat das über die Jahre gemacht, der kann das rausfiltern. Da ist jemand, der weiß, was er tut und er sagt, ich arbeite mit 2 Komponenten, sprich mit 2 Injektionskomponenten, sprich sowas wie, dazu kommen wir jetzt, aber warum er das macht, weil das die meisten Benefits für ihn hat, die geringsten Nebenwirkungen, er hat den größtmöglichen Wachstum daraus und das hat er sich halt über die Jahre angeeignet in dem Fall. Ne? Hören wir mal zu. Steht da. Ach, steht da schon? Ich sehe es schon. too much, okay? Oh, by the way, also his blood pressure is perfect. His last time he measured it in the morning. Kein Blutdruck, also das sind optimale Voraussetzungen für eine geballte Offseason eines Profi-Bodybuilders in der offenen Klasse. Blutbild, alles top. Was 115, 55. So almost too low. Geisteskranker Blutdruck. Also die Werte, geisteskrank, wenn du siehst 120 zu 60 oder 50 war es, das heißt, Herz funktioniert sogar auch gut. Daily injection protocol. That's what he starts with. 250 milligrams of test and NSAID, along with 200 milligrams of Primobolan. He does not need an AI with that. Aortase immer bestimmt. He probably also won't need an AI with that because the Primo takes care of the aromatase from the test. Also um euch das Ganze zu erklären, er fährt täglich 250 Milligramm Testo-E mit einem DHT gekoppelt mit einem originalen Primobolan. Ich denke mal, dass Onram gute Kontakt hat für ein originales Primobolan, sonst hätte er sich vielleicht für einen Droste entschieden. Ist natürlich brachial, wenn man überlegt, dass man 250 Milligramm Test jeden Tag sich reinballert. Ja, täglich. Ja, täglich Test-E. Das heißt Blutspiegel. Ja, also Blutspiegel hält er konstant. Er geht darauf ein, dass er kein Aromatase immer braucht. Ne? Also er braucht nicht sowas wie Arimidex Extremistan, weil eben
das Primobolan, das originale DHT in dem Fall, die Nebenwirkung abfängt, theoretisch von dem Testlevel. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel 250 Milligramm Testo-E nehmen würde täglich, dann wäre mein Hormonhaus oder würde mein Testospiegel so in die Höhe schießen, dass Östrogen nachziehen würde, ich eventuell Nebenwirkungen kriegen würde, wenn das Primo oder wenn der DHT-Konsum in dem Fall durch das Dross oder Primo nicht gut wäre, also konstant oder original. Und er dämpft es halt hier definitiv ab, indem er sagt, ey, guck mal, ich knall mir jeden Tag zwischen dem Testo-E 200 Milligramm Primo rein. Also hat er 250 Milligramm mal 7 sind 1000, nein. Ja, also sagt 2 Gramm Test fast und 1400 Milligramm Primo. Was völlig. Also ihr müsst ja den Podcast mit dem bisschen und bisschen mit Ronny Röckel anhören oder Heiko Karlbach. Es gab auch schon Gäste, die 500 Milligramm Test am Tag genommen haben. Also 2 Gramm Test zum Wachstum. Ronny hat ja damals immer gesagt, Ronny Röckel, ab 2 Gramm Test fängt erst die richtige Kraftsteigerung an. Hat er gesagt. So, das heißt nicht, dass er es konsumiert hat. Aber es sind 2 Basic-Komponenten, die er halt höher dosiert. Warum, kann ich mir denken? Guck mal, er mixt es nicht. Also er nimmt nicht 10 Sachen auf einmal. Er nimmt die 2 besten Sachen für ihn, das, was er rausgefiltert hat, und dosiert es höher, weil die Wirkungsweise sowieso da ist und er verringert eventuell so die Nebenwirkung. So, wenn ich das aber machen würde, beispielsweise, Digga, bei mir wird das so in die Decke schießen mit dem Testo. And an AI is just not needed at that point. You don't want to crush, or he doesn't want to crush his estrogen into the toilet, because that's also. Moment. Das heißt, 2 Gramm Test fast, 3 Gramm Stoff die Woche. Erstmal. Ich habe da keine Owls gelesen, wir gucken gleich nochmal. Wie sieht es aus mit HGH? Kommt jetzt. Ist human. Für einen Außenstehenden ist es natürlich viel, wenn jetzt jemand sieht, so, okay, oh mein Gott, was ist das? Also was ist da los? Was sind das für Mengen oder was ist da so weit passiert? Es ist natürlich brutal, aber dazu komme ich gleich. For growth. I hope this mic is working. Yeah, it's working. So, why daily injections? Because it gets. Let me put this graph in here. Let me put this graph in here for it quick. So, it has the least ups and downs in peak concentrations in the blood. So he also does get the least unwanted effects as far as acne and hair. Warum tägliche Injektion? Er will den Spiegel einfach konstant halten. Es hat die geringsten Nebenwirkungen in Bezug auf Akne, Libido oder Allgemeinprobleme. Er will einfach den Blutspiegel oder den Hormonspiegel täglich konstant halten. Ist natürlich brutal. Jeden Tag ballern, weißt du ja. Also falling out and all that bullshit is concerned that some of you have to deal with. So daily injections is always the best. Not completely needed, but it's the best. And like I said, he's only using those 2 drugs in the beginning. Later on, during this 12-week or probably 12-week long course, he might add other drugs, but I will let you know as soon as he does, so you're always up to speed with. Er sagt, im Laufe der Zeit kann er noch an einige Drogen, also Substanzen dazu nehmen. His progress in his drug intake. GH, he starts out his course with 4 times 2.5 IU injections, and those are spread out over the day. He takes 2.5 IUs in the morning immediately when he wakes up, before he does his morning cardio. Then he does 2.5 IUs after his training, his first training session. Then another 2.5 IUs before his training session, and the last 2.5 IUs with after the second training session. Right. So.
Er fängt an mit 10 Einheiten Wachs, 4 mal 2,5. Er macht das Pre-Workout oder beziehungsweise morgens Training nach dem Aufstehen. Nach der ersten Training ist Post-Workout. Dann macht er das vor dem Training mit der zweiten Einheit und nach dem Training nach der zweiten Einheit. Genauso wie ich es gemacht habe. Er nimmt 4 mal 2,5. Er wird das safe höher gehen. Also noch ist die Dosierung sehr human für das Level. Sage ich euch, wie es ist. Insulin. Insulin, he will incorporate insulin with this meal plan because, first of all, it's great synergism with the steroids, obviously, and he just has from experience such a fast metabolism. He needs the insulin to Also Insulin wird natürlich noch dazu gestackt im Laufe der Zeit. Was wird er jetzt, glaube ich, nicht sagen von den Einheiten her. Er sagt aber auch, bei Onram ist es so, der Stoffwechsel ist so schnell, dass sich das rauskristallisiert hat, dass er das Insulin braucht zum Wachsen. Ja, Insulin ist das menschliche stärkste Hormon. Ne, ich beschreibe das immer wie so ein Turbo, wie beim Auto. Wenn du deinem Auto Lachgas einbaust oder nochmal ein extra Turbo. Es ist schon sehr anabol in der Komponente mit der Steroide zusammen und dem Wachstumshormon. Was mich halt ein bisschen irritiert hat, waren diese 10 Einheiten Wachs. Nur 10 Einheiten? Nee, das wird bestimmt im Laufe der Zeit noch erhöht, ne? in the nutrients into his muscles, otherwise it just won't stick. He has tried for the past 10 years all different approaches with insulin, without insulin, and he just notices that without insulin at this point in his development, simply nothing is happening. Ja, er sagt, ich habe es getestet, ich brauche Insulin. Ich brauche das Insulin zum Wachsen. So, what kind of insulin is he using and what are the amounts? He will start out with a low dose of insulin because the steroids he's taken, and you know what, this has no scientific background, this is just his logic and his experience. Considering the fact that he's taken both enanthates, it takes about 3 weeks for those two drugs to reach peak blood levels. Let me put the graph in here again. See that? After about 21 or 20. Also, er sagt definitiv, warum, welches Insulin, wir fangen wenig an, weil die Komponenten sind ja Enantat, also Langzeitester, die haben ihren Peak erst nach 3 Wochen, ist ja logisch. 2 days, both of those drugs have reached peak blood levels. So it doesn't make sense, in his opinion, to go nuts right off the rip with the insulin dosage. So because those two drugs, those two steroids, titrate themselves up. So he takes care of titrating up the insulin by himself according to the titration of those two steroids. So he slowly but surely increases the insulin until he reaches his maximum dose after about 3 weeks, 4 weeks, depending on how much he needs. Also depending on how much progress he makes. He doesn't determine his insulin intake by his carbohydrate intake. Er geht mit dem Progress, wie er wächst, je nachdem plant er oder macht er theoretisch die Dosierung von Insulin abhängig. Ganz einfach. Er geht mit dem Progress. Or by his steroid intake, he takes it according to his meal plan, to his needs, and to his Wie viele Einheiten? progress he's making. So, he will start out insulin only fast acting, like a Humalog or Novolog, something like that, with the pre-workout drink. And that is 5 IUs before both training sessions. Schnell ist Insulin, Fast Acting, so wie ich es gesagt habe, 5 Einheiten vor dem Training, also 10 sind schon mal safe, ist relativ human. Das sind ganz humane Dosierungen. Won't take any more than that. No post-workout insulin, and also no Lantus or slow-acting insulin at this point.
So he will start out his insulin at 5 IUs twice a day, each shot intramuscular right before. HGH und Insulin in den Muskel aufgrund der schnellen Aufnahme, alle die es nicht wissen. Nur Pre-Workout, kein Post-Workout, das mal gucken. Training with his pre-workout drink. That's all. If he does a change, if he's going to make a change, I will let you know. If he tells me, I don't know how much he wants to share with me. But if he makes a change, I will let you know, if I know about it. And like I said, no Lantus at this point. Maybe a little later down the road when he notices training session intravenous, notice that. And at that point, he added in an extra 100 units of Lantus to make sure all those carbohydrates were shuttled. But at that point, he was also eating up to 1,500 carbs every redet darüber, was Onram gemacht hat mit Lantus. day. And yeah, not many athletes or competitors out there are able to do that, or 2.5 IUs of GH. That might go up also. He has gone up to, that is a total of 10 IUs. He has gone up to 20 IUs per day. Insulin, depending on his carbohydrate intake and depending on his steroid blood levels and depending on his progress. And then the course length right now is planned to be 12 weeks. Also, wir fassen zusammen, um das Ganze abzurunden. 12 Wochen Cycle, also 12 Wochen Plan sozusagen. 52 Milligramm Test-E täglich, 200 Milligramm Primobolan täglich, Start 10 Einheiten Wachs täglich, das wird aber höher gesetzt, genauso wie mit Insulin, 10 Einheiten täglich, zweimal Pre, 5 Pre. Sehr human, human im Sinne von für das, was ich kenne, für das, was gemacht wird, ist es noch sehr, sehr human. Von daher an dieser Stelle finde ich es krass, wie er es erklärt hat, weil es ist theoretisch logisch in dem Fall. Ne? Es ist wirklich logisch. Es ist ganz, ganz gang und gäbe, dass mit diesen Dosierungen in dieser Klasse gearbeitet wird. Er macht das natürlich schlau und das ist natürlich ein abgestimmtes Cycle auf ihn. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt nicht, dass es bei XY funktioniert. Er passt es ja theoretisch auch an, indem er sagt, das ist seine persönliche Erfahrung von Onram. So wie das ist, ganz normal. Diese Dosierungen, die ihr gerade gehört habt, sind in diesen Bereichen wirklich, wirklich gang und gäbe. Ne? Also ich habe schon Hobbypläne gesehen, die das Gleiche enthalten und die nicht mal annähernd wie er aussehen in dem Fall. Und es gibt Leute, die deutlich mehr nehmen. Also natürlich gibt es bestimmt auch Athleten, die weniger nehmen. Ich finde die Transparenz hier sehr, sehr gut. Ich finde die Erklärung dahinter sehr gut. Man weiß halt oder man merkt, da ist jemand, der weiß, was er tut, der hat Ahnung von der Materie. Ansonsten, liebe Grüße an Roman, viel Spaß an Onram, viel Spaß beim Wachsen. Roman, grüße Onram von uns, viel Spaß beim Wachsen. Ne? An dieser Stelle danke dafür. Guter Cycle, hätte ich vielleicht genauso gemacht, wenn ich noch drauf gewesen wäre. In diesem Sinne euch allen noch einen schönen Abend, schönen Tag und danke fürs Einschalten.